Ihr lieben Fische, hier kommt eure Botschaft für das Kollektiv der Fische, zeitlos. Und wir schauen, was ich euch mit gesprungenen Karten sagen darf. Für die lieben Fische. Ihr habt hier gleich zwei. Ja, zwei tolle Aussagen. Mit der 5 des Handelns geht es darum, dass deine gegenwärtigen Herausforderungen dich dazu drängen, Selbstvertrauen und Durchsetzungsfähigkeit zu zeigen. Hier darf man sich auch selbst eingestehen oder für sich selbst einstehen, seine eigene Position verteidigen. Und man darf sich auch von Personen fernhalten, die unerwünschtes Drama ins Leben bringen. Im Gegenzug dafür haben wir halt auch den Erfolg. Du darfst dich öffnen dem Erfolg, du darfst gucken, was kannst du alles tun. Du hast hier schon viele Prioritäten in ein Gleichgewicht gebracht und dafür kriegst du auch bald Anerkennung und Lob oder irgendwie auch eine Belohnung vom Leben. Und es gibt für dich keinen Grund, ängstlich oder schüchtern zu sein. Du hast hier das verdient, was du bekommst. Also es ist ein Erfolg, den du dir erarbeitet hast. Und die Lektion dahinter ist noch ein bisschen, dass du mehr für dich einstehst, dass du dir zugestehst, was du verdienst und dass du dich fernhältst von dem, was negativ ist oder was Negativität mitbringt, in welchem Bereich auch immer. Okay. Ja, hier hast du, mach mit. Hier darfst du dich natürlich auch irgendwie einer Gruppe anschließen, zusammen mit anderen was kreieren, in Aktion kommen auf jeden Fall auch. Und ja, aktiv dafür sorgen, dass du dich hier dem Erfolg ein bisschen mehr zuwenden kannst, in Verbindung mit dem, dass du etwas tust, was dir dann auch für längere Zeit dienlich ist, denn wir haben hier in Würde altern. Also du baust dir hier jetzt irgendwas auf, das dich dann auch ins Alter mitträgt und es geht auch ein bisschen um die Gemeinschaft mit anderen oder um bestimmte Gruppen auch, denen du dich anschließen darfst. Oder hier auch aussortieren, ne, zu welcher Gruppierung oder zu welcher Resonanz du eben nicht mehr gehörst. Es liegt ganz an dir, also hier bist du selbst aufgefordert, wie die Karte hier auch schon sagt. Ne? Es geht um dein Selbstvertrauen, um dein Durchsetzungsvermögen. Du entscheidest, wie die Reise für dich weitergeht. Und damit ist auch für dich verbunden, dass du klare Worte sprichst, dass du andere nicht im Unklaren stehen lässt, sondern dass du einfach in Klarheit für dich sagst, so, das möchte ich nicht mehr. Für dich einstehen ist ja auf jeden Fall ganz wichtig. Sich nicht so mitreißen lassen von dem, was andere mitbringen, sondern für sich gucken, wo dein Weg hingeht. Hier haben wir auch noch ein bisschen das Thema, dass du hinter die Fassade gucken sollst, weil da die ganze Wahrheit ist. Also halte dich nicht so an der Oberfläche auf, sondern versuch mal noch mehr dahinter zu gucken. Und hier kommt ein bisschen mehr Hellsichtigkeit in dein Leben rein. Also die Fähigkeit, klar zu sehen, hell zu sehen, wird sich hier verstärken.
Und irgendwie geht es bei dir auch in diesem Thema, das hier liegt, um Harmonie in der Familie. Ne? Es kann auch sein, dass hier Familienthemen mitschwingen aus der Vergangenheit, die jetzt dran sind, sich zu formieren, transformieren. Nenne es, wie du magst. So, hier haben wir die Birke. Da kommt ganz viel Licht und Pioniergeist. Es geht darum, fröhlich zu sein, Leichtigkeit zu haben und in spielerischer Form und freudiger Form mit den Anfängen zu beginnen. Also so wie ein Kind wieder auch, das ist Entdecken von irgendwelchen Sachen, die dann Spaß machen. Die Sachen, die macht man hier nicht mit einer Schwere, sondern da geht man ja mit kindlicher Neugier wieder dran. Es ist ja auch spannend, was Neues zu entdecken, sich durchzusetzen irgendwo, auch wenn der Weg vielleicht für andere komisch ist oder das bewertet wird als nicht passend oder so. Es geht hier nur um dich. Okay, und hier haben wir jetzt den Engel der Vergebung. Also speziell kann es sein, dass es hier nochmal um die Familienthemen geht. Es wird öfter mal so sein, dass wir damit konfrontiert werden. Das ist eben nun mal unsere Wurzel, die können wir leider nicht abschneiden. Dann nährt sie uns nicht mehr. Und dass du da nochmal hinguckst, wo du vielleicht unterschwellig irgendwo einen Groll mit dir rumschleppst, den du loslassen kannst. Für dich ist es vorgesehen, dass du wieder in den Fluss des Lebens kommst, wo du keine Berge vor dir hast, sondern ja, dich mittreiben lassen kannst. Und auch bei dir geht es darum, genau zu gucken, wo ist vielleicht der Fluss in meinem Leben auch unterbrochen, wo bin ich nicht so ganz in der Situation, in der ich mich befinden sollte oder will, wo ist noch sehr viel Schwere, wo könnte es leichter sein. Ja, hier kommen jetzt die Ahnen, passt, also irgendein Familienthema, das sich zeigt. Und für dich geht es speziell darum, dass du in deiner Zukunft unabhängig bist, ne, von irgendwelchen Situationen aus der Genetik oder auch von irgendwelchen Menschen, die dich in irgendwelcher Abhängigkeit halten. Und dazu darfst du entschlossen vorangehen. So, was darf ich den lieben Fischen noch sagen? Ja, es kann sein, dass es ein Ding gibt bei dir mit einem Gegenüber oder hier auch mit den Ahnen männlicher Seite. Es kann auch um den Teil in dir gehen, der männlich ist oder aber um das, in was du investierst, also dieses Gebende. Hier hatten wir ja, mach mit, und ich habe bei dir auch Personen, die dir sehr viel geben, denen du sehr viel geben kannst, die dich vielleicht hier auch ein bisschen mehr ja, in eine Unabhängigkeit bringen, statt in Abhängigkeit zu halten. Hier kann auch sein, dass aus Liebe irgendwie Freundschaft wird oder andersrum. Selbstloyalität ist wichtig, wenn wir jetzt nochmal auf das Familiensystem gehen. Ich muss es tun, denn hier liegt es dreimal. Ne? Wenn du so willst, könnte es hier um dich gehen, deine Kinder und deinen Partner, das Umfeld an sich, die Stellungen in der Familie, aber auch um Ahnenthemen, wo du irgendetwas mitschwingen hast, was hier sehr für Konflikt gesorgt hat, mit deinen Partnerschaften, mit deiner Umgebung, mit ja, dem Umfeld, das um dich herum ist.
es geht bei dir mit dem Wal um die Rückverbindung. Ne? Es wird tatsächlich sich etwas so beruhigen, eine Energie geht runter. Es wird sich verankerter anfühlen für dich. Alles ist in dir, greife darauf zurück. Und du kannst auch von dem Ort, wo in dir dein Zuhause ist, dein Verankertsein, die Verbundenheit zu allem fühlen. Hier geht es sehr stark darum, woran man denn noch festhält, wo zwingt man dir irgendwie einen Willen auf, dich hinzugeben, oder du zwingst irgendwo irgendjemanden etwas auf und das behindert dann den Lauf des Lebens oder den Fluss so an sich. Und man darf hier feststellen, dass man immer nur auf sich selbst wieder zurückgeworfen wird. Es geht hier so auch ein bisschen nach der Sinnfrage, nach der Quelle allen Seins. Und es geht darum, den Anker nicht in der Außenwelt zu suchen, weil eben da auch die starken Bewegungen herkommen, die unterliegen dir nicht, das kommt von außen, sondern in dir zu suchen, wo bin ich denn zu Hause? Wo ist mein Reich? Wie fühle ich mit mir und in mir selber meine Verankerung? Und da geht es hier um das Thema, bei sich selbst zu sein, weil dann kann man die Welt so stehen lassen, wie sie ist, und Veränderungen auch hinnehmen, wie sie kommen und getragen werden im Ozean dieser Welt. Das doppelt sich ja, ne? Gut, ihr lieben Fische, ihr werdet hier merken, dass das Feld euch zu jeder Zeit an den richtigen Ort führt, an die richtige Situation, und dass es der Frieden in euch hilft, das Außen nicht so mit einzubeziehen in irgendwelche hinderlichen Dinge. Sehr tiefgründig, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.